Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ja, Hintergrund ist bekannt, das heißt im Klartext, es geht definitiv nicht um das Thema Pfeifentabak und ihr habt ja auch bereits bei meinem Intro gesehen, es geht thematisch um etwas anderes. Heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen, ein Pfeifenbuch. Ich habe diverse davon. Es kommt immer wieder auch bei Facebook die Frage auf, was für Tabakbücher, was für Bücher über Pfeifen könnt ihr empfehlen? Ups. Das ist eine berechtigte Frage. Irgendwo in irgendeiner Weise hat jedes bereits erschienene Buch über Pfeifen, Tabak und über Pfeifen natürlich eine Daseinsberechtigung. Die Leute kaufen die Bücher ja auch, es muss also irgendeinen Grund geben. Die Frage ist jetzt natürlich, welche Bücher kann man besonders gut empfehlen und bei welchen fällt es einem vielleicht ein bisschen schwer. Und ich habe im Laufe der Zeit beides erlebt. Ich habe mir sehr gute Bücher geholt, sehr informative Bücher. Ich habe mir auch Bücher geholt, wo ich so im Nachhinein gemerkt habe, die waren das Geld jetzt nicht wirklich wert oder sie waren so günstig, dass sie es vielleicht doch noch wert waren. Aber mit Büchern ist es wie mit Tabak. Ist es genauso wie mit Pfeifen. Der Geschmack entscheidet letztendlich und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Von daher auch gilt hier wieder nur, ich kann euch nur meine Meinung dazu geben. Aber bevor wir jetzt auf meine Meinung eingehen, stelle ich euch erstmal vor, um welches Buch es überhaupt geht. Und zwar, es geht konkret um dieses hier. So, da bin ich wieder. Ihr habt das Buch gesehen. Hier ist das gute Stück. Es ist das Pfeifenraucher-Brevier und das Ganze ist von Heinrich Verlag erschienen, ist ein kleines Taschenbüchelchen. J. Werder G. also irgendein Franzose wird es gewesen sein. Das Ganze wurde erweitert und nochmal bearbeitet und mitgespielt hat dabei ein Helmut R.G. Diehl. Mir sagen die Namen persönlich überhaupt nichts. Was ich euch jedoch sagen kann, ist, die Originalausbuch bei Heine ist erschienen 1952 und zwar beim Kochbuchverlag Heimerang KG in München. 1952, da hat mein Vater als kleines Kind noch die Straßen von Frankfurt unsicher gemacht. Also von daher merkt man schon, dieses Buch ist schon ein bisschen älter. Und es ist wie gesagt ein kleines Taschenbüchelchen. Sonderlich dick ist es nicht. Taschenbuch halt. Wie es bei einem Taschenbuch natürlich so ist, sonderlich viele Bilder hat sowas halt nicht. Zumindest schon gar nicht aus der Zeit von 1952. Aber als ich mir damals geholt hatte auf eBay, ich habe glaube ich 1 Euro oder 2 Euro dafür bezahlt, das tut nicht weh. 1, 2 Euro plus Versand, es gibt Schlimmeres. Ich habe auch schon Billigtabak geraucht, der hat mich mehr gekostet. Also von daher die Kunst, Pfeife zu rauchen, anno 1952. Ja, kaufen oder nicht kaufen. Das Buch hat damals, ihr habt es auch beim Bild schon gesehen, 3,80 Mark gekostet. Ich denke mal, inflationsbereinigt wären wir dann heute, wenn es noch DM-Zeiten wären, vermutlich 6 bis 7 Mark. Das heißt, wir hätten einen Wert von maximal 4 Euro vielleicht, eher etwas weniger. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Buch für 1, 2, vielleicht auch 3 Euro zu schießen oder ihr euch einfach sagt, ihr wollt das Buch haben, Hauptsache ihr habt möglichst viele Pfeifenbücher, ja, ihr könnt es euch holen, definitiv. Aber, und das ist auch der einzige Punkt, den ich hier so ein bisschen ankreide, es ist halt antiquiert. Und auch einer der Gründe, weshalb ich es mir geholt hatte. Ich sammle antiquarische Bücher, zwar nicht unbedingt Taschenbücher, aber letzten Endes, man kann nicht viel verkehrt machen. Es ist klein, es ist handlich, es nimmt nicht viel Platz weg. Und wenn man preislich, sagen wir mal, beim unter 5 Euro liegt für den Kauf, kann man auch heute vor allem nicht so viel dabei verkehrt machen. Es wird natürlich aus Sicht der 1950er Jahre hier auf das Thema Pfeife rauchen eingegangen. Es ist so ein bisschen die Geschichte drin des Pfeifrauchens. Es wird auf die sogenannten Wurzelholzpfeifen, heute würde man sagen Bruyère-Pfeifen, wird natürlich eingegangen, was natürlich das Pfeiferauchen revolutioniert hat. Was man natürlich hier vermissen wird, das sind halt wirklich Bilder. Mehr als so etwas gibt es in diesem Büchelchen einfach nicht. Es gibt natürlich keine Hochglanzfotos, wo man jetzt Pfeifen bestaunen kann, wo man Pfeifenmacher oder halt auch einfach stinknormalen Tabak bestaunen kann. Die gibt es noch nicht mal in Schwarz-Weiß. Von daher
Wer wirklich sich relativ trocken und sachlich mit dem Thema befassen möchte, der ist hiermit nicht falsch beraten. Und von daher schaut euch mal kurz die Seiten an. Ich habe hier mal so ein paar Exemplare fotografiert, damit ihr mal so einen groben Eindruck bekommt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Back in Action. Ihr habt jetzt das Buch von außen gesehen. Kleines Taschenbüchchen, damals erschienen, Heine, 1952. Ihr habt jetzt auch Bilder gesehen von dem, wie es innen drin aussieht. Wie gesagt, es ist ein kleines Taschenbuch. Es ist sachlich gehalten, es ist viel Text. Es gibt praktisch keine Fotos zu den Pfeifen, keine Fotos zu den Machern. Es gibt keine Fotos eben zum Tabak oder so, sonst irgendetwas. Es ist wirklich trocken, die Thematik. Nichtsdestotrotz aber, preislich, wenn ihr es unter 5 Euro holen könnt, könnt ihr es kaufen. Ihr könnt natürlich drin lesen. Inhaltlich ist es halt etwas antiquierter. Wir reden hier schließlich von 1952, jetzt haben wir 2023. Nach 71 Jahren hat sich ein bisschen was auf dem Pfeifenmarkt getan, auch was das Wissen ums Pfeiferauchen angeht. Nichtsdestotrotz aber wird hier natürlich darauf eingegangen, Pfeifenraucher und der Doktor. Von daher, das könnt ihr euch auch mal durchlesen. Es ist zum Lesen interessant, aber machen wir uns halt nichts vor. Wer sich richtig gehend informieren möchte, gerade wenn es ein Neuling ist auf dem großen Feld des Pfeiferauchens, dem wird das vielleicht so ein bisschen abschrecken, weil man sich relativ wenig darunter vorstellen kann. Wer aber um das Pfeiferauchen weiß, wer sich schon so ein bisschen mit auskennt, der kann sich das Buch unbesorgt holen. Kauft es euch. Lesen kann man es, dadurch, dass es klein und handlich ist. Die Piep in der einen Hand, ich habe hier gerade so ein paar liegen, eine Pfeife in der einen Hand, das Buch in der anderen und ab geht die Post. Selbst für die, die keine sogenannten Clencher sind, also sprich, die ihre Pfeife ständig im Mund halten müssen. Auf die Pfeife hier übrigens werde ich irgendwann auch mal eingehen, weil auch das ist eine Antiquität, aber das machen wir ein anderes Mal in aller Ruhe. Ich wollte euch lediglich das Pfeifenraucher-Brevier so ein bisschen ans Herz legen oder sagen wir mal ein wenig vorstellen. Für ans Herz legen, ne, also das definitiv nicht. Ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, kauft es euch, das ist wichtig. Das ist es nicht, nein. Aber wer eben Pfeifenbücher sammelt, der wird es vielleicht haben wollen. Und wie gesagt, wenn ihr das Buch für weniger als 5 Euro kriegen könnt, könnt ihr nichts verkehrt machen. 3,80 Mark hat es damals 1952 gekostet. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es nicht schlecht, aber wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, wüsste, um was es geht, und es wird heißen, möchtest du es kaufen, würde ich vermutlich eher sagen, nee. Weil, auch wenn ich nur 1 oder 2 Euro bezahlt habe, ich habe bessere Bücher und ganz ehrlich, wenn ich wieder mal nach einem Pfeifenbuch greife, um drin zu schmökern, dann ist es entweder einer meiner Darnpipe-Kataloge, die habe ich nach wie vor, die gebe ich auch nicht her. Es ist Pfeiferauchen leicht gemacht von Otto Pollner oder vielleicht ein Bildband über das Thema Pfeiferauchen, den ich auch noch habe, den ich sehr interessant finde, oder Europas Pfeifenmacher von Rutzen, finde ich auch sehr gut. Das hier wäre so ziemlich das letzte Buch, das ich mir greifen würde. Aber wohlgemerkt, es handelt sich hier einzig und allein um meine Meinung. Ich hoffe, ich konnte euch so ein wenig zeigen, um was es hier geht. Ihr habt jetzt vielleicht den einen oder anderen Eindruck davon gewonnen. Jetzt liegt es einzig und allein bei euch, ob ihr sagt, das Buch möchte ich unbedingt haben. Oder ob ihr sagt, nee, der aale Kerl hat recht, ich brauche den Schinken nicht. Wobei Schinken, mehr als 2, 3 Scheiben Schinken sind es auch nicht. Also überlegt es euch gut. Jetzt habt ihr so eine grobe Vorstellung, was es darin geht. Was ihr daraus macht, liegt bei euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bin natürlich schon gespannt, wer von euch das Pfeifenraucher-Brevier vielleicht ebenfalls hat. Wobei, ich muss gleich gestehen, wird das französisch Brevier ausgesprochen oder deutsch Brevier?
Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit dieser Thematik nicht weiter befasst. Wie auch immer, lasst uns darüber reden, lasst uns ein wenig austauschen. Kommentarfelder kennt ihr ja. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Und in gewohnter Weise danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, euren Tabaken, euren Pfeifen-Tabaksbüchern. Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen. Wir sehen uns definitiv wieder hier auf meinem Kanal zu einem oder anderen Thema. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.